Und wieder ist ein Jahr vergangen und wieder stehen wir hier bei YoSnipers Fangame Contest. Es gibt neue Spiele, neue Regeln von YoSniper selber. Ich habe meine Regeln selber ein bisschen angepasst und in dem Video soll es halt wirklich nur noch mal kurz einen Abriss geben, was dieses Jahr so passieren wird. Erstmal, es gibt nur 5 Fangames dieses Jahr. Das ist, habe ich mir nämlich aufgeschrieben, I Wanna Escape the Basement von 128 ab, A Gamer's Journey von GamerGuy500, Hop von Hop Pros, oder andersrum, Hop Pros von Hop, keine Ahnung, I Wanna Be the Supreme von LSS und last but not least, I Wanna Dance with Daggers von Wet Wookie. Teilweise Namen, die wir letztes Jahr schon gehört haben, teilweise Namen, die wir vor 2 Jahren schon gehört haben, glaube ich zumindest. Aber auf jeden Fall auch wieder ein paar neue Menschen dabei. Ich bin mal gespannt, dieses Jahr gibt es ja nur 5 Fangames, eventuell ist dann die Quali dieses Jahr ein bisschen besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr waren schon ein paar voll Versager mehr oder weniger dabei, voll Durchhänger. Gucken wir mal, ob das dieses Jahr besser wird. Dann gibt es natürlich wieder Regeln von YoSniper himself, mehr oder weniger. Die hat er ein bisschen genereller gehalten, beziehungsweise ein bisschen verharmlost, könnte man sagen, im Vergleich zu letztem Jahr. Das ist einmal, sollte es einen Boss und ein Gebiet geben pro Fangame, dass man halt ein bisschen Content hat zum Spielen. Macht schon Sinn. Leider Gottes gibt es ansonsten für die Bosse und die Gebiete gibt es keine weiteren Einschränkungen oder Vorgaben. Das heißt, es ist Gimmicks oder keine Bullet Hell Bosse oder sonst irgendwas. Ist alles dieses Jahr erlaubt, mehr oder weniger, oder eben auch nicht erlaubt. Oder so wie die Ersteller es halt gerade Bock hatten, also wenn da ganz viele Bullet Hell Bosse kommen, dann weißt du Bescheid. Ist finde ich ein bisschen doof so, aber mache ich herzlich wenig dran so. Dann die zweite Regel ist, dass es wieder einen God-Mode geben muss. Einmal, dass man Kid mit der Maus mehr oder weniger von A nach B setzen kann und einmal, dass er unbesiegbar wird. Das muss auf Steuerung G liegen oder soll auf Steuerung G liegen. Ist halt mehr oder weniger so eine Präzisierung aus dem letzten Jahr, weil letztes Jahr nicht immer so 100% sicher war, wie der God-Mode auszusehen hat und wie der zu aktivieren ist und so. Da gab es teilweise sehr spannende Lösungen letztes Jahr. Und dementsprechend ist das dieses Jahr mehr oder weniger fest. Und dann gibt es einfach gar nicht mehr das Problem, dass die Leute da ganz viel Bullshit bauen können. Dann haben wir als dritte Regel noch, dass es eine README gibt, wo alles drin steht. Also zum Beispiel, wo man die Kreativregeln umgesetzt hat und wie man die umgesetzt hat und wie der God-Mode im Endeffekt wirklich funktioniert, auch wenn das eigentlich klar sein sollte, aber sowas kann man dann da halt reinschreiben. Auch nicht sonderlich spannend. An der Stelle kann ich sagen, dass ich die READMEs immer vor dem Spiel selber nochmal lesen werde und dann auch nochmal einen kurzen Abriss darüber geben werde, was denn da genau drin stand. Ob da irgendwas Wertungsspezielles nochmal drin steht oder sowas. Gucken wir einfach mal. Und als vierte Regel gibt es, dass es keine Jumpscares geben soll. Weiß ich jetzt nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in den letzten Contests Jumpscares unbedingt drin vorkamen. Keine Ahnung. Hat er vielleicht schlechte Erfahrungen mitgemacht oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine Regel, keine Jumpscares. Ist halt so. Dann gibt es noch die Kreativregeln. Das ist einmal, dass man einen Schuh benutzt. Kids Schuh selber zählt nicht. Und ja, man muss halt irgendwo einen Schuh einbauen, sonst keine weiteren Vorgaben. Und als sechste Regel, was auch eine Kreativregel ist im Endeffekt, es soll ein Horn eingebaut werden. Kann ein Horn, kann das Musikinstrument sein, kann ein Horn von einem Einhorn sein, kann, weiß ich nicht, sonst irgendwas sein, wo Horn irgendwie drin vorkommt. Ja, auch da muss ich sagen, fand ich die Regeln letztes Jahr echt ein bisschen spannender.
mit Misogami und... Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, was das zweite war, was eingebaut werden muss. Ich glaube, irgendein Soundeffekt oder so. Dieses Jahr ist es halt wieder sehr statisch. Also das sind halt im Endeffekt 2 Sprites, die du irgendwie irgendwo einbauen musst. Da kannst du dann auch gucken, wie kreativ er das macht oder so, aber ansonsten ist halt... Das war's halt. Ende der Geschichte. Naja, also wie gesagt, ich fand letztes Jahr die Regeln echt einen Zacken besser. Aber da mache ich herzlich wenig dran. So, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Regelwerk, mehr oder weniger. Und das ist größtenteils ähnlich geblieben zum letzten Jahr. Einmal gibt es wieder minus 5 Punkte pro Regelverstoß. Ziemlich schwierig dieses Jahr Regeln wirklich zu brechen, meiner Meinung nach, weil es ist eigentlich wirklich sehr, sehr easy gehalten dieses Jahr. Also es ist wirklich schwierig, da müssen sich Leute wirklich anstrengen, um da Regeln zu brechen. Dann werde ich noch entweder 5 Punkte plus oder 5 Punkte minus für die Fähigkeit, die Steuerung umzustellen im Spiel vergeben, weil das ist einfach so eine Tatsache, wenn ich auf dem englischen Tastaturlayout spielen muss, da kriege ich halt schon mal automatisch so ein bisschen mehr Krebs. Und damit dieser Krebs nicht in die ganze Bewertung einfließt, in die anderen Faktoren, mache ich da einfach einen eigenen Punkt für und mehr oder weniger schon safe 5 Punkte für jedes Spiel, was wo man die Steuerung umstellen kann. Und ja, dementsprechend wird das so bewertet. Und dann haben wir noch die Grafik einmal, wo es insgesamt 10 Punkte für geben wird. Also generell für die folgenden 5 Abschnitte wird es jeweils 10 Punkte geben. Dann haben wir einmal die Grafik, wo legit das Aussehen, also wie gut sind Sprites ausgeschnitten, sind da fliegende Spikes irgendwo am Rumeiern oder Spike-Berge oder wie gesagt, hässlich ausgeschnittene Sprites, komisches Overlay von Sprites, wenn zum Beispiel Zeug, was im Vordergrund ist, plötzlich in den Hintergrund abmarschiert hinter irgendwelche Blöcke und du das dann da irgendwie nicht komisch siehst, wo man wirklich merkt, dass es so nicht gewollt war oder dass es komisch ist einfach nur. Sowas wird halt in der Grafik bewertet. Dann haben wir als zweiten Bewertungspunkt noch den Sound. Im Endeffekt, wie der Sound ins Spiel passt und auch sowas wie Boss-Sound oder so. Natürlich auch, was man nicht vergessen darf, ob die Lautstärke des Sounds durchgängig ist im Spiel und nicht, dass plötzlich alles sehr viel lauter wird, als es in dem Raum davor noch war. Also sowas finde ich auch immer ziemlich ätzend. Und an der Stelle sei gesagt, dass ich es gar nicht so schlimm finde, wenn in Fangames im Hintergrund, insbesondere in den Räumen, nur so eine leichte Melodie im Hintergrund ist, die halt diese pure Stille auflöst, aber nicht so sonderlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ist vielleicht auch so ein Ding, wo sich darüber streiten lässt, aber ist halt meine Meinung so. So sehe ich das. Dann haben wir als nächsten Punkt noch Gameplay. Gameplay wird bewertet, wie viel Spaß ich im Endeffekt mit dem Spiel hatte. Sehr subjektives Feld, mehr oder weniger. Da fällt zum Beispiel drunter, dass ich so pure Needle-Games finde ich mega öde. Also insbesondere, wenn da halt wirklich nichts passiert, außer dass es Needle-Games. Also außer dass du durch Spikes jumpst von einem Raum zum anderen. Es ist halt schon öde. Ja? Wenn dann wenig Gimmicks oder gar keine Gimmicks drin vorkommen und da habe ich halt einfach keinen Spaß dran. Und im Endeffekt bewerte ich da, wie viel Spaß ich mit dem Spiel hatte. Auch mit den Bossen zum Beispiel. Wie viel Spaß Bosse machen. Ja. Das wird im Endeffekt in Gameplay bewertet. Dann haben wir als vorletzten Punkt haben wir noch Kreativität. Da wird zum einen bewertet, ob es irgendwelche spannenden Gimmicks zum Beispiel gibt in dem Spiel, irgendwas Neues, wobei neu ist immer relativ, es hat bestimmt schon mal irgendwer irgendwie gemacht, aber etwas, was nicht so total overused ist, wie, weiß ich nicht, einfach irgendeinen Knopf drücken, damit irgendwo irgendein Spike wegfährt, das ist halt,
das gab's halt schon im Originalen, oder so ähnlich im Originalen I Wanna Be the Guy Spiel, mehr oder weniger. Also das ist halt... Oder ob die Leute sich halt da wirklich mal noch was Neues einfallen lassen haben. Ob das so ein Satz war, ich weiß es nicht. Eieiei. Ja, und natürlich unter anderem wird dann da auch drin bewertet, wie die Kreativregeln umgesetzt sind, die Yosniper vorgegeben hat. Also ob die kreativ in dem Sinne umgesetzt wurden oder ob wirklich nur irgendwo ein Sprite durch die Gegend fliegt, der ein Schuh ist. Er ist dann halt nicht so kreativ. Und dann haben wir als letzten Punkt noch den Gesamteindruck, beziehungsweise das Gesamtbild. Da wird es auch wieder 10 Punkte geben, hatte ich ja gesagt. Das ist eine neue Kategorie, die so ein bisschen dadurch entstanden ist, dass letztes Jahr ich immer mal wieder von Zusammenhängen zum Beispiel zwischen Grafik und Sound oder so gesprochen habe, aber das unheimlich schwierig gewesen ist, das parallel für alle 13, ich meine es waren letztes Jahr 13 Spiele, für alle 13 Spiele gleichzeitig zu bewerten. Oder, ja, also gleichzeitig zu bewerten. Und dementsprechend habe ich dafür jetzt eine eigene Kategorie gemacht, wo halt geguckt wird, ob der Sound zum Hintergrund passt, also zur Grafik selber passt, ob die Soundeffekte zu dem passen, was die Gegner machen zum Beispiel, oder ob die Kreativregeln in das Spiel reinpassen, oder ob die einfach total aus dem Zusammenhang gerissen sind. Sowas wird da bewertet. Das macht insgesamt 55 Punkte, die man da sich erspielen kann, mehr oder weniger, oder die ich vergeben kann. Ganz wichtig an der Stelle, das ist meine subjektive Meinung, meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere haben, ihr könnt gerne eure Meinung wieder dieses Jahr in die Kommentare packen. Gucke ich mir gerne an, können wir gerne drüber reden so, aber wie gesagt, das was in dem Video passiert, ist meine Meinung und da wird auch kein Flame dieser Welt was dran ändern, so in dem Sinne. Und ich bin auch dieses Jahr wieder kein offizieller Richter in dem Sinne von Yosniper, weil ich das ein bisschen verpeilt habe. Ich hab den Fangame Contest, mehr oder weniger, als er ausgerufen wurde, habe ich den mitbekommen, aber da hieß es noch, ja, nach Richtern, das klingt so falsch, nach Judges im Endeffekt, ja, wird noch nicht gesucht, brauchte gar nicht erst fragen, und als dann gefragt wurde, den Zeitpunkt habe ich halt verpeilt, mehr oder weniger, weil ich da auch noch so 1, 2, 3 Sachen anders zu tun hatte, außer mich nach Yosnipers Fangame Contest umzugucken. Von daher wieder meine eigene Meinung. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit dem Judged sein. Gucken wir mal. Außerdem weiß ich gar nicht, ob das dann mit den Videos hinkommt. Ob ich dann die Videos überhaupt so in der Form machen könnte, wie ich sie jetzt mache. Keine Ahnung. Und ja, dann noch eventuell so 1, 2 Sachen zu den Videos selber. Ich werde immer so bis zu 30 Minuten am Stück spielen. Das werde ich auch aufnehmen und euch zeigen. Ist eventuell behalte ich es mir vor, weniger als 30 Minuten zu machen. Wenn das Spiel mich ganz krass anödet und ich in einem dicken Needle Game festhänge, dann mache ich halt auch schon mal früher den Game Mode an oder so. Oder God Mode an, besser gesagt. Und werde mich da dann so ein bisschen durch das Spiel kämpfen. Und spätestens nach 30 Minuten werde ich den God Mode so oder so anmachen und mir den Rest des Spiels angucken. Kann ja gut sein, dass eventuell nur der Anfang des Spiels kompletter Bullshit ist und dann wird's besser. Und dann kann ich halt dadurch die Bewertung damit noch so ein bisschen anpassen. Aber an sich könnt ihr euch so auf, maximal 40 Minuten Videos einstellen. Und dann noch eine kleine Neuigkeit, die ich eventuell am Anfang des Videos besser gesagt hätte. Aber ich werde versuchen, dieses Jahr mal mit englischen Untertiteln zu arbeiten. Gibt es ja so eine Funktion in YouTube, die zu benutzen, weil der Yosnipers Fangame Contest ist einer der wenigen, um nicht zu sagen das einzige Format auf diesem Kanal, was eventuell auch wirklich interessant für Englisch
beziehungsweise anderssprachige Menschen ist, nämlich die Ersteller von den Fangames, die dann eventuell sich dadurch auch so ein bisschen klare Kritik mehr oder weniger bekommen. Ich meine, Usniper selber schneidet ja dann die Bewertung von den Judges so ein bisschen zusammen und zeigt die denen auch, beziehungsweise eventuell schickt er sogar die Bewertung an die Ersteller selber, aber so haben sie im Endeffekt dann eine Videoform und können dann da halt mehr oder weniger mal genau ihre Punkte sich angucken. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Also das hatte ich noch nicht gesagt, pro Tag kommt ein Video. Uhrzeit weiß ich noch nicht genau, müsst ihr gucken. Täglich ein Video. Dementsprechend wird nächstes Wochenende mehr oder weniger wird der Sieger bekannt gegeben, mein Sieger bekannt gegeben. Und morgen fangen wir an mit I Wanna Escape the Basement von 148 ab. Das ist 100% falsch, wie ich das ausspreche. Egal. Bis morgen. Ciao, ciao.